Um Maui programmieren zu können, brauchen wir zuerst eine IDE, also eine Integrated Development Environment. Dazu stehen uns mehrere Möglichkeiten offen. Wir haben zum einen Visual Studio Code. Das ist ein einfacher Editor, der mit vielen Plugins zum richtigen Schweizer Taschenmesser wird. Es gibt Plugins für Maui, für Visual Studio Code, mit denen man unter Visual Studio Code Maui entwickeln kann. Es ist kostenlos, läuft auf Windows, Linux und macOS. Die Vollversion von Visual Studio, also Visual Studio in unserem Fall Community, ist ein ausgereifter Editor mit vielen Funktionen und für den Community-Gebrauch kostenlos, läuft aber nur unter Windows. Der Mac-Support, also Visual Studio for Mac, ist leider ausgelaufen, deswegen kann man Visual Studio auf dem Mac nicht mehr benutzen. Als Alternative gibt es Rider. Rider ist ein ausgereifter Editor mit vielen Funktionen, ist aber kostenpflichtig. Für Studenten mit bestimmten Berechtigungen ist er allerdings kostenlos. Läuft auf Windows, macOS und Linux. Für welchen Editor du dich entscheidest, ist dir überlassen. Es ist zum einen eine Geldfrage und zum anderen auch eine Geschmacksfrage. Wenn du mehr mit Visual Studio gearbeitet hast, empfiehlt sich Visual Studio. Wenn du unter macOS programmieren möchtest, dann empfiehlt sich Visual Studio Code beziehungsweise Rider, falls du Geld ausgeben möchtest oder die Berechtigung hast. Ähm, Ich gehe durch die Installation von allen durch und zeige dir auch, wie du ein Maui-Projekt in den einzelnen IDEs starten kannst und erstellen kannst.